Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Ihr hattet euch von uns gewünscht, dass wir mal speziell zum Thema Klavierlack in euren Mazda-Modellen ein Video machen, wie man die wieder so ein bisschen hübsch bekommt, denn die sind ja ziemlich kratzempfindlich, so schön wie sie sind. Und da hat man natürlich den Wunsch, dass man die vielleicht wieder ein bisschen aufbereitet, damit die wieder genauso glänzen wie am ersten Tag. Das haben wir gerne für euch gemacht und euch ein kleines schnuckeliges Set zusammengestellt, wie ihr ganz einfach von zu Hause aus diese Elemente polieren könnt, sodass sie wirklich wieder schön glänzen. Und das stellen wir euch in diesem Video hier mal vor. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. So, dann legen wir auch direkt mal los, aber bevor ich jetzt hier schon mit Polieren anfange, müssen wir natürlich erstmal ein paar Grundlagen besprechen. Als allererstes Mal habe ich hier schon mal für euch vorbereitet, so ein Klavierlackelement habe ich aus einer Mazda 3 ausgebaut. Das habe ich ganz bewusst aus mehreren Gründen gemacht. Zum einen, wenn wir das Video jetzt im Auto aufgenommen hätten, wäre es sehr dunkel in dem Fahrzeug und ihr hättet gar nicht so richtig gesehen, wie die Wirkung ist und wie ich das Ganze mache. Deswegen habe ich es mir jetzt ein bisschen einfacher gemacht und für Marcel ist es auch ein bisschen einfacher, das zu drehen. Mit diesem Set, das wir euch zusammengestellt haben, könnt ihr das aber auch sehr, sehr gut im Auto selber durchführen und ich zeige euch auch gleich, warum ich das dann so für euch ausgewählt habe. Lasst uns auch gleich mal hier so einen Blick auf dieses Klavierlackelement legen. Das jetzt hier ist wirklich ein besonders schickes Exemplar, in Anführungszeichen, also ziemlich heftig drangsaliert. So schlimm habe ich das schon selten nicht mehr gesehen. Also hier steht uns einiges bevor, was wir da bearbeiten müssen. Normalerweise hat man da schnell mal einen Kratzer drin, zum Beispiel durch einen Ring oder sowas in der Art oder irgendwo hängen geblieben. Aber hier ist wirklich die komplette Oberfläche verkratzt. Und ich zeige euch, wie man das wirklich wieder richtig hübsch machen kann. Lasst uns kurz besprechen, was wir eigentlich alles dazu brauchen, damit das funktioniert und was wir euch in diesem Set zusammengestellt haben. Das Wichtigste, was ihr braucht, ist erstmal eine Poliermaschine. Und jetzt wird es vielleicht einige geben von euch zu Hause, die sagen, ich habe schon eine Poliermaschine, kann ich die verwenden? Grundsätzlich natürlich ja, aber es gibt schon ein paar Dinge, die ihr beachten sollt und deswegen erkläre ich euch am besten mal, warum ich diese Poliermaschine hier ausgesucht habe. Ich habe mir jetzt hier einfach mal ein preiswertes Produkt für euch ausgesucht, aber das wirklich einen guten Funktionsumfang habt und ich verlinke euch das Produkt gerne auch mal unten in der Beschreibung. Das jetzt hier ist ein sehr kompaktes Gerät, was man in einer Hand gut verarbeiten kann. Das finde ich auch mal wichtig, weil das man ein bisschen kontrollierter hat und man kann es hier natürlich auch unterstützen. Es hat ein Wechselsystem von den Akkus und es sind auch gleich im Lieferumfang 2 Akkus dabei, sodass wenn man eben merkt, ups, der Akku ist leer, kann man gleich den zweiten reintun, zum Beispiel wenn man eben ein großes Projekt hat. Die Drehzahl ist einstellbar, was auch sehr praktisch ist für verschiedene Materialien. Und was mir besonders wichtig war, dass es hier verschiedene Aufsätze gibt, die wirklich extrem vielfältig sind. Ihr seht hier gerade im Moment einen sogenannten 30 mm Aufsatz. Der ist eben insbesondere sehr wichtig für solche Klavierlackelemente im Innenraum. Es hat folgenden Grund, schauen wir uns das Klavierlackelement mal an. Ihr seht schon, wir haben hier teilweise sehr kleine Flächen, die wir bearbeiten müssen. Und jetzt ist es natürlich hier in der Mitte leer. Das heißt, es wäre jetzt irgendwie im Moment wurscht, wie groß der Teller wäre. Aber normalerweise befindet sich hier im Innenraum dann zum Beispiel Lederelemente oder andere Innendekorelemente. Und die wollen wir natürlich mit unserer Polierpaste möglichst nicht erreichen. Also wir wollen wirklich nur die Sachen bearbeiten, die jetzt hier verkratzt sind. Und deswegen ist es besonders wichtig, hier einen sehr, sehr kleinen Polierteller zu besitzen. Für größere Projekte im Auto ist dieses Ding aber auch natürlich sehr gut geeignet. Es gibt dann auch hier dieses Standardmaß 75 mm, wenn man also zum Beispiel einfach am Auto irgendwas polieren will mit dem Fahrzeug. Super Maschine, könnt ihr ganz genauso verwenden, also sehr, sehr vielseitig. Das Einzige, wo sie meiner Meinung nach nicht geeignet ist, ist jetzt ein komplettes Auto zu polieren, dann braucht ihr schon wirklich eine etwas größere Poliermaschine. Es gibt auch noch was super Praktisches, was auch im Lieferumfang schon vorhanden sind. Das sind so kleine, die schauen schon aus wie so kleine Eier oder Pilze. Und zwar, kennt ihr das vielleicht, sind so typische Kratzer, die ihr in den Türgriffen außer vom Auto habt, wenn auch hier mit dem Ring hängen bleibt. Und da kommt man hier mit einem speziellen Aufsatz sehr schön hin. Da kann man die sogar ganz einfach polieren, denn das ist echt schwierig, dahin zu kommen. Jetzt konzentrieren wir uns wieder so ein bisschen auf dieses Klavierlackelement. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich jetzt hier schon mal eine Verlängerung aufgesteckt. Die sind auch noch dabei. Ich könnte sogar noch weiter verlängern. Ich könnte es aber auch hier bündig machen, aber so lässt sich es ein bisschen leichter arbeiten, besonders im Auto. Und ich habe jetzt hier einen Exzenter eingebaut. Wir haben insgesamt 3 Möglichkeiten. Wir haben einmal Rotation, das heißt, es dreht sich nur im Kreis. Dann haben wir einen Exzenter mit 3 mm Hub, das heißt, der weicht also sozusagen ein bisschen davon ab. Und dann gibt es noch einen mit 12 mm. In diesem Fall, das müsst ihr jetzt mal ein bisschen ausprobieren, wie eng es ist, würde ich entweder Rotation oder den 3 mm empfehlen. Der Vorteil von diesem Exzenter ist, dass im Endeffekt hinterher etwas weniger Hologramme entstehen, die normalerweise passieren, wenn man beispielsweise mit einer Rotation arbeitet. Aber grundsätzlich werdet ihr sehen, wenn ihr mit Rotation arbeitet, habt ihr auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Schaut viel, viel besser aus wie vorher. Da ich jetzt hier ein bisschen Platz habe, wie gesagt 3 mm.
Dann brauchen wir natürlich noch eine Politur. Wir haben euch ja auch schon mal ein Video zum Thema Lack vorgestellt von der Firma Visomax, die ein Kooperationspartner von Mazda ist. Verlinke ich euch mal da oben. Da gab es also auch eine Politur. Habt ihr die sowieso schon bestellt, könnt ihr die natürlich sehr gerne verwenden. Hier jetzt für dieses Video habe ich mal 2 weitere Polituren für euch im Programm. Die sind besonders klein und kompakt, also wenn ihr jetzt nicht einen großen Bedarf habt, eine riesen Flasche, ist das eine gute Sache, verlinke ich euch auch mal. Wir haben jetzt hier verschiedene Schleifgrade und Glanzgrade. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie schlimm es auch diesen Klavierlack erwischt hat. Ich habe jetzt hier einen, ich sag mal, etwas komplizierteren Fall genommen. Bei dem fange ich jetzt mit einer mittleren Politur an. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier einen mittleren Schleifgrad und einen etwas erhöhten mittleren Glanzgrad. Damit komme ich schon sehr, sehr weit und den Finish würde ich dann wahrscheinlich hier mit dieser Politur machen. Habt ihr wirklich nur kleine winzige Kratzer drinnen, dann reicht wahrscheinlich hier schon die feine Politur. Dann haben wir natürlich hier noch einen Reiniger, also entweder könnt ihr natürlich auch Isopropanol verwenden oder auch einen Silikonentferner oder eben dieses Spray, was auch in diesem Pflegeset vorhanden ist. Damit reinigen wir erstmal die Oberfläche von Verschmutzungen, damit wir da nicht irgendwelche Kratzer noch reinarbeiten. Zusätzlich haben wir hier natürlich auch noch ein schönes weiches Mikrofasertuch mit einem besonders viel Flausch, sage ich also mit viel Fasern, denn wir müssen natürlich hinterher dann auch diese Reste dann auch wieder abtragen und da ist es eben ganz wichtig, dass er nicht so ein ganz dünnes Mikrofasertuch nimmt, da bekommt man eher Kratzer rein. Nehmt lieber wirklich bei diesem Klavierlack auch ein frisches Tuch, was jetzt nicht gerade schon irgendwie 10 Jahre alt ist und benutzt wurde, damit ihr euch nicht noch irgendwelche Kratzer hinterher reinmacht. Dann haben wir hier mal noch eine Bürste für euch vorbereitet. Sollten sich jetzt hier irgendwo in diesen, ja, ich sag mal, in diesen Fugen noch Polierreste befinden, dann kann man die hier mit diesem weichen Borsten auch noch ein bisschen rausbekommen, dass man sich da eben nicht über diese weißen Reste dann hier ärgert. Dann gibt es bei den Polierpads, das habe ich vorhin so ein bisschen unterschlagen, auch natürlich verschiedene Härtegrade. Und im Lieferumfang haben wir jetzt hier schon mal 4 verschiedene. Bei den 30 mm, da sind auch mehrere dabei. Und mit dem Finger merkt man dann schon, dass die auch verschiedene Härten haben. Also ich habe es jetzt mal hier sortiert, das heißt, das ist die weicheste Version, mittelhart und dann gibt es noch einen, das ist so Lammfell oder ja, einfach Fell. Jetzt könnte man im ersten Moment denken, ja, Fell ist doch bestimmt das weicheste, das schonendste. Das ist tatsächlich nicht der Fall, denn diese kleinen Borsten, die haben eine sehr hohe abrasive Wirkung. Das nimmt man normalerweise wirklich bei sehr tiefen Kratzern, würde ich jetzt hier beim Klavierlack nicht empfehlen. Habt ihr wirklich eigentlich eine sehr, sehr schöne Oberfläche und ihr macht wirklich so ein bisschen Feintuning, dann könntet ihr mit der ganz weichen Oberfläche arbeiten oder mit der mittleren. Ich werde jetzt heute auf jeden Fall mit der mittleren arbeiten, weil wir doch hier einiges an Arbeit vorhaben. Ja, ich bereite es jetzt mal soweit vor. Das heißt, wir fangen jetzt allererstes mal an, die Oberfläche hier zu reinigen. Das heißt, jetzt hier einfach mit dem Spray ein bisschen drüber gehen, anschalten natürlich vorher. So, das reicht noch ein bisschen aus. Und dann gehen wir einfach hier mit dem Lappen dann drüber und reinigen erstmal die Oberfläche. So. Es verdunstet auch relativ schnell. Es hat einen relativ hohen Alkoholanteil und ist natürlich jetzt auch, wenn er das jetzt nicht übermäßig einsprüht, absolut unproblematisch für die elektrischen Komponenten im Fahrzeug. Los geht's mit Polieren. Ich schnappe mir die Poliermaschine, nehme jetzt hier das mittlere Pad. Falls ihr zu Hause schon eine Poliermaschine habt oder noch ein schon gebrauchtes Pad, achtet bitte darauf, dass ihr möglichst ein neues Pad nehmt oder eins, das wirklich richtig sauber ist. Wie man so ein Pad übrigens sauber bekommt, gibt es auf YouTube auch schon einige Videos. Ich will es jetzt hier nicht unnötig kompliziert machen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr noch ein frisches Pad habt, denn dieser Klavierlack ist wirklich sehr, sehr empfindlich. Und wenn es jetzt noch ein ganz frisches Pad ist, dann ist es meistens noch sehr trocken. Ihr könnt jetzt hier vielleicht so 1, 2 Tropfen Wasser drauf tun, damit es ein bisschen durchfeuchtet ist und nicht zu trocken ist. Manchmal ist es aber auch so, dass die Polituren bereits schon so ein bisschen Feuchtigkeit drinnen haben. Dann brauchen wir das jetzt nicht machen. Dann schnappen wir uns als allererstes mal hier die Politur. Ich nehme jetzt hier die mittlere Politur. Wichtig ist also gut schütteln, dass das gut durchgemischt ist. Und ihr braucht jetzt hier auch gar nicht so viel auftragen, auch wenn das jetzt hier groß erscheint. So viel ist das gar nicht. Ich nehme jetzt hier einfach eine erbsengroße Menge. So, na komm. Die Flasche ist schon benutzt. So, jetzt. Jawohl. Dann nehmt ihr am besten den Finger, verteilt es hier so ein bisschen auf der Oberfläche, arbeitet es so ein bisschen ein. Insbesondere, wenn ihr das im Auto macht, weil wenn ihr das nämlich am Stück lasst, dann habt ihr ruckzuck diese ganzen Spritzer dann im Fahrzeug. Also hier schön einarbeiten, dass es sich gut verteilt. So, da darf man noch ein bisschen drauf tun, weil es ein neues Pad war. So. Jawohl.
den Rand noch benetzen. Okay. So, dann als nächstes tupft ihr einfach dieses Polierpaste hier so ein bisschen auf den Klavierlack drauf, verteilt es schön. Ihr müsst euch das wie folgt vorstellen. Dieser Polierpaste besteht aus einer Art, ja, ich will jetzt mal sagen, Kristallen. Die sind jetzt im Moment auf molekularer Ebene relativ grob und die ersten Polierwege erzeugen einen relativ starken abrasiven Effekt. Das heißt, hier wird also sehr viel Material schon abgetragen und dann werden diese Moleküle immer kleiner, immer feiner und dadurch kommt dann hinterher dieser Glanzgrad zusammen. Deswegen schafft es also eine Politur einerseits die Kratzer zu entfernen, aber gleichzeitig hinterher dann auch einen gewissen Glanz zu hinterlassen. Ja? Und deswegen verteilen wir erstmal die Paste im Ursprungszustand, damit wir überall ungefähr die gleichen Stärke haben. Dann fangen wir jetzt erstmal an mit der ersten Geschwindigkeitsstufe. Das heißt, wir verteilen zunächst diese Paste hier auf dem Material. Da gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte. Also grundsätzlich ist es so, dass wir hier jetzt nicht irgendwie unnötig Druck ausüben, also jetzt wirklich fest aufdrücken, sondern einfach das Gewicht von dieser Maschine reicht vollkommen aus. Ihr müsst jetzt hier nicht irgendwie voll draufdrücken. Lasst euch lieber ein bisschen Zeit, lieber ein bisschen langsamer machen und sich dann das Material mal so ein bisschen gewöhnen. Und ihr seht schon, wir haben jetzt hier auch sehr viele Kanten dabei, die sehr gefährlich sind. Zum einen mal ist es wichtig, dass ihr hier, wenn ihr am Eck arbeitet, also das möglichst vermeidet, dass ihr wirklich hier eher die Ecken ein bisschen ausspart, lieber auf die großen Flächen konzentriert, weil hier sehr schnell dann das Material abgetragen wird und dass ihr auch beim Polieren eben nicht verkantet, dass also wirklich hier möglichst senkrecht auf das Material aufgeht. Wenn ihr zum Beispiel so polieren würdet, habt ihr hier wahnsinnig viel Druck auf dieser Stelle und dann könnte es hier eben zu einer Materialbeschädigung kommen. Also ist durchaus schon so ein bisschen Übung auch dabei, deswegen fangt lieber ein bisschen langsamer an, geschmeidig und arbeitet euch Stück für Stück vor, notfalls lieber dreimal polieren und hinterher das richtige Ergebnis haben, als mit einem Durchgang alles zu schaffen. Ich starte jetzt mal die Maschine. Erste Stufe ist an. Ihr seht schon hier, das ist also unser Exzenter, deswegen haben wir jetzt so eine gewisse Schwingungen drin und ich verarbeite das als allererstes jetzt mal und verteile mal die Poliermasse. Kein Druck ausüben, einfach hier in senkrechten Linien das Material verarbeiten, das schön verteilt ist. So. Könnt euch ruhig ein bisschen Zeit lassen. Also über wie gesagt kein Druck aus im Moment. So, und jetzt hier noch ein bisschen horizontal. So. Jetzt haben wir das Material gut verteilt. Jetzt gehen wir hier mal auf Stufe 2, dass wir mit ein bisschen höherer Geschwindigkeit arbeiten, dass wir jetzt hier auch eine richtige Polierwirkung bekommen und arbeiten uns weiterhin in diesem Art Kreuzschliff. Das heißt also einmal quer, einmal längs. Und das versuchen wir also möglichst gleichmäßig hier auf dieser Fläche zu verteilen, dass wir wirklich auch ein schönes Polierergebnis haben. Das mache ich jetzt mal. So, wenn ihr euch unsicher seid, wie weit ihr jetzt schon an diese Stelle gekommen seid, nutzt einfach die Gelegenheit, nehmt das Tuch, tragt einfach mal die Poliermasse ab und schauen wir uns einfach mal das Zwischenergebnis an. Wie ich schon sagte, lieber ein bisschen langsamer rantasten, als zu viel abtragen. So, und ich habe hier wie gesagt schon so ein bisschen komplizierteren Fall, also da dürfen wir durchaus noch ein bisschen härter rangehen. So ein ganz großer Unterschied ist jetzt im Moment noch nicht zu bemerken. Ich glaube, so kannst du es ganz gut sehen. Es hat schon deutlich mehr Glanz bekommen, aber es waren einfach zu viele Kratzer am Klavierlack. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal weiterarbeiten. So, jetzt gehe ich mal auf Stufe 3, dass wir eine etwas höhere abrasive Wirkung haben, das heißt mehr Material abtragen.
und ich arbeite mich wieder im Kreuzschliff vor. So, zweiter Durchgang. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Polierpaste wieder abtragen. So. Ja, hat auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Glanz bekommen, aber man sieht schon immer noch sehr, sehr viele Kratzer. Es war wirklich in einem ganz bösen Zustand, aber gerade im Vergleich zu dem oberen Bereich könnt ihr natürlich schon mal sehen, dass wir hier schon deutlich mehr Glanz bekommen haben. Also hier müssen wir wirklich noch mal ein bisschen mehr arbeiten. Ich hole mal gerade im Moment noch eine etwas härtere Politur. Ich habe noch eine etwas stärkere abrasive Wirkung, damit wir jetzt hier nicht mit zu vielen Durchgängen arbeiten müssen bei diesem Fall. Bin gleich wieder da. Ich habe jetzt hier mal die Politur Heavy Cut mit einem sehr hohen Schleifgrad und einem ähnlichen Glanzgrad, ein bisschen weniger als bei der mittleren Politur genommen. Ich nehme jetzt auch bewusst mal das härtere Pad, damit wir hier erstens mal die Politur nicht miteinander vermischen. Das wäre jetzt ungünstig und zum einen ist es ja wirklich ein schwerer Kandidat. So schlimm hatte ich es mir nicht vorgestellt. Normalerweise geht es ein bisschen schneller. Ich trage jetzt hier wieder auf. Das ist wieder ein neues Pad, das heißt, ich muss es wieder ein bisschen einfeuchten. So. Okay, schön verteilen. So. Ja, merkt man, da muss noch ein bisschen mehr drauf. Zack. Ist auch von der Konsistenz gleich ein bisschen fester, das merkt man schon. Ein bisschen kristalliner. So, ich denke, das sollte jetzt mal reichen. Okay, und wieder ein bisschen antupfen. Jawohl. Okay, gleiches Spiel wieder. Langsame Stufe verteilen. Jetzt dann auf Stufe 3 und polieren. So, schauen wir uns das Ergebnis nach der Heavy Cut Politur mal an. Jawohl. Also man merkt schon, dass es immer wieder besser wird, aber hier sind schon wirklich böse Stellen drin. Da werden wir also wirklich einige Durchgänge brauchen. Ich würde sagen, ich poliere mal noch eine ganze Weile weiter und dann schauen wir uns das Endergebnis dann mal an. So, insgesamt sind es, glaube ich, nur 8 oder 9 Durchgänge gewesen, also schon ein ganzes Stückchen Arbeit. Ich glaube, fast 30 Minuten haben wir allein nur für dieses Stück verbracht. Und ich bin auch ein Fan davon, einfach wirklich Stück für Stück zu arbeiten, sich hinterher dann über das Ergebnis zu freuen, anstatt sich zu ärgern, dass man irgendwas kaputt gemacht hat. Diese Materialien sind eben nicht ganz einfach von der Handhabung. Und wenn man eben zu viel abgetragen hat, könnte es auch schnell einen hässlichen Fleck geben, wenn man den Klarlack beschädigt hat. Also lieber wirklich immer ein bisschen schauen, wie verhält sich das Material, muss ich noch tiefer gehen oder nicht. Wir haben jetzt hier die ganze Zeit mit der stärksten Politur gearbeitet, also tatsächlich mit der Heavy Cut, weil das Material doch stärker geschädigt war, als wir dachten. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich aber schon mal richtig sehen lassen. Im Vergleich zu vorher schaut es doch wirklich richtig gut aus. Natürlich, wenn ich ehrlich bin, man sieht natürlich hier auch noch einige Reste. Da waren wirklich sehr, sehr viele tiefe Kratzer auch drin. Und an dieser Stelle muss ich sagen, höre ich lieber auf, weil ich nicht sicher bin, wie viel Material hier noch an Klarlack vorhanden ist. Und wenn ich jetzt hier noch mehr abtragen würde, wäre eben das Risiko sehr groß, dass irgendwann matte Stellen entstehen und das schaut dann natürlich gar nicht mehr schön aus und dann muss man es ersetzen, dann ärgert man sich eher drüber. Also lieber jetzt hier über das Ergebnis freuen, dass es doch viel besser ausschaut wie vorher. Wir können das Ganze noch ein bisschen optimieren. Wir waren ja die ganze Zeit, wie gesagt, mit der härtesten Politur unterwegs. Ich werde jetzt hier nochmal mit der Microcut drüber gehen, also mit der Hochglanzpolitur, um das Ergebnis nochmal ein bisschen zu verfeinern. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Ich schnappe mir jetzt nochmal ein frisches Pad, damit wir die Polituren nicht miteinander vermischen, wieder ein Medium Pad, auch für das Finish. Denn mit dem weichen Pad würde man eher irgendwelche Versiegelungen auftragen. Da hat man dann keinerlei abrasive Wirkung mehr. Da das Pad wieder ganz frisch ist, natürlich Politur gut schütteln und ein bisschen einmassieren. So, eigentlich genau das gleiche auch mit der feinen Politur. Die jetzt hier schaut so ein bisschen gräulich aus.
bisschen einarbeiten. Und meistens braucht man am Anfang ein bisschen mehr. So, hier ist auch ein bisschen feuchter, merkt man gleich. So, okay. Ich hoffe, das war nicht zu viel. So, das tun wir mal hier hin. Ein bisschen antupfen, verteilen. Okay, und auf langsamer Stufe einarbeiten. Jawohl. Ein letztes Mal die Politurreste abtragen. Einwandfrei, das hat dem Ganzen jetzt noch mal ein bisschen mehr Glanz gegeben. Ich hoffe, ihr könnt es im Kamerabild auch wirklich gut erkennen. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, was wir heute erreichen konnten, gerade in Anbetracht des doch sehr extremen Falls. Ihr seht es nochmal hier oben im Originalzustand, wie es wirklich vorher ausgesehen hat. Und das ist doch wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis, wo man sich auch an seinem Auto wieder so ein bisschen erfreuen kann. Oder vielleicht für diejenigen auch interessant, die ein gebrauchtes Auto gekauft haben. Wenn man so eine Blende neu kauft, dann muss man tatsächlich einiges an Geld reinstecken. Und so kann man zwar mit einigen an Zeitaufwand, aber mit einem relativ geringen finanziellen Aufwand alles wieder so ein bisschen auf einen neueren, besseren Zustand bringen. Und wie gesagt, das ist natürlich auch für den Werterhalt eures Autos eine ganz, ganz wichtige Sache. Eine Sache möchte ich euch kurz noch erklären, und zwar habe ich hier oben mal noch ein Getränkefach für euch vorbereitet. Das werden wir nachher auch noch polieren, ist allerdings nicht mehr im Video dabei. Habt ihr im Fahrzeug irgendwelche silbernen Dekorelemente? Hier bitte vorsichtig sein. Diese Elemente sind meistens nur bedampft, also mit einer sehr, sehr dünnen Schicht. Achtet hier drauf, dass ihr diese Elemente bitte abklebt. Ja, also schneidet euch am besten mit einem speziellen Abklebeband ein kleines Stückchen ab, tut es hier abkleben, damit ihr da eben mit der Politur nicht drüber geht, denn das wäre natürlich auch ärgerlich, wenn ihr hier die Beschichtung abtragt. Das ist meistens relativ empfindlich. Habt ihr irgendwelche Lederflächen auch im Auto, einfach abkleben, so ein bisschen wie das Malern zu Hause. Einmal mühsam abgeklebt ist hinterher einfach deutlich weniger Arbeit und mehr Freude am Ergebnis, auch wenn man immer keine Lust hat, das abzukleben. Ich kenne das von mir zu Hause auch, aber dann habt ihr wirklich die bestmöglichen Ergebnisse. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema? Schreibt es wie immer in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.